Hey und herzlich willkommen in einem neuen Video. Dieses Video handelt von, nichts Krassem. Das ist einfach nur ein Wochenvlog. Ich habe meinen Job gewechselt und bin jetzt Piercerin, wurde auch schon schön ausgebildet und arbeite seit ein paar Wochen, ein paar Monaten in diesem Betrieb. Und dann dachte ich mir mal so, ja, lass mal ein Video drüber machen. In dem Video, nur so ein kleiner Disclaimer, gibt es Nadeln, obviously, weil es mein Job ist. Und ich habe mir in diesem Video selber auch was gestochen. Deswegen, wer keine Lust auf Nadeln hat, ich werde Timestamps reinmachen, wo man durchskippen kann, also rüberskippen kann, damit man das nicht sieht. Und ja, an sich hoffe ich, dir gefällt das Video und wenn ja, dann lass mich das auch gerne wissen, dann in den Kommentaren. Vielleicht werde ich öfters sowas machen, wo ich einfach nur meinen Job darstelle. Ja, und auch zu dem Selbstpiercen-Part, ich empfehle das niemandem, das selber zu machen. Ich habe das gemacht, weil ich in einem sterilen Raum war, mich selber mein Piercing aufgeregt hat und ich der Meinung bin, ich kann das selber besser. Ich meine, ich färbe mir auch selber meine Haare, man sieht, wie das aussieht, trashig. Aber ich stehe selber für meine eigenen Fehler ein, die ich an meinem eigenen Körper mache. Das ist mein Körper, ich zerstöre ihn lieber selbst, als dass irgendwer anders besudelt mit seinen Fehlern. Genau, deswegen, wenn ihr Piercings haben wollt, geht's zu einem Piercer, nicht selber machen, denn wir können euch erklären, wie man damit umgeht danach und nicht, dass ihr das einfach googelt und so eine halb zusammengequetschte Aftercare habt und am Ende entzündet sich das Teil, dann müsst ihr doch zum Piercer. Macht es einfach von herein, geht einfach zu uns, kommt zu uns, wir tun euch nicht weh. Ich verurteile auch niemanden, wenn jemand reinkommt und mir sagt, ich habe es mir selbst gestochen, solange ich irgendwie helfen kann. Let's go. Aber ich empfehle von vornherein zu Piercern zu gehen, wo ihr auch wisst, dass die was können. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Ich muss darauf achten, dass ich halt keine Tierhaare auf mir habe, weil Tierhaare, wenn die in eine offene Wunde kommen, wie zum Beispiel bei einem Piercing, könnten Entzündungen hervorrufen. Deswegen habe ich angefangen mit meinem Tag, in dem ich mich entfusselt habe. Zu meinen Aufgaben gehören natürlich auch Computerarbeiten wie E-Mails bearbeiten oder mich mit Kunden auseinanderzusetzen und sie zu kontaktieren. Und natürlich dann auch Inventur. Ich mache so gut wie jeden Dienstag Inventur, vielleicht auch öfters in der Woche. Falls ich mich in der Woche irgendwann mal verzählt habe, bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich das zweimal in der Woche mache, da ich auch für die Bestellungen zuständig bin. Ich mache auch Videos für Instagram, für unsere sozialen Medien und da habe ich mir zum Beispiel so ein Öhrchen genommen, so ein Deko-Ohr und das habe ich ein bisschen neu gestalten, weil ich halt die ganze Zeit, also da sieht man das Ausgangsohr, das hat einfach nur so 4 Labrits drin mit 4 verschiedenen Kugeln. Ich fand das irgendwie langweilig, deswegen habe ich mich einmal so hingesetzt und ja, hab da mal was Neues draus gemacht. Hier sieht man auch ganz kurz, welche 3 ich gemacht habe. Ich versuche so einmal in der Woche irgendwas zu ändern, aber Hauptsache nicht so oft, nicht, dass halt das Öhrchen dadurch irgendwie kaputt geht, weil ich so oft schon irgendwie Löcher durchgestochen habe. Meine private Zeit verbringe ich dann öfters dann mit Zeichnen oder mit Zocken oder aber diesem Abend habe ich mir so gedacht, ja, lass mal die Pirates of the Caribbean Filme gucken, die ich letztens Jahr im Internet bestellt habe und ein bisschen zeichnen. Wie immer, meine unglaubliche Sucht nach realistischen Augen wurde mal wieder auch an diesem Abend ausgelebt. Am nächsten Tag habe ich mich spontan dafür entschieden, mir selbst was zu piercen. Ich empfehle das niemandem, das zu Hause zu machen. Ich habe das im Studio gemacht, in einem sterilen Raum, mit sterilen Geräten und mit Handschuhen. Und da ich selber, also durch eine professionelle Person, also mich selbst, ich empfehle es auch nicht generell, sich selbst zu piercen, da es sehr schmerzhaft ist. Und also ich wusste, auf was ich mich sozusagen einstelle, aber ich wusste nicht, dass es so schmerzhaft ist. Aber es ist
für den Zeitpunkt fand ich, sah das sehr gut aus, was ich mir da selbst gestochen habe. Hier sieht man auch, wie unglaublich schmerzhaft das war. Ich habe beim Stechen, habe ich selber nicht bemerkt, dass ich halt gefreezed bin und nicht weiter gedrückt habe, weil es halt eben so schmerzhaft war und irgendwann mal so aus Zwang alles angespannt habe und durchgezogen habe. Es, ja, wie gesagt. Danach habe ich natürlich alles schön gesäubert und entsorgt, was nicht mehr benutzt wird, da ich halt immer noch theoretisch eine Kundin bin und wie nach jedem Kunden ich immer alles aufräume und säubere. An dem Abend gab es auch schönen Burger, vegetarische Burger, da ich kein Fleisch esse. Mabusi, bist du zu Papas Wassermelone? Ja, Mabusch. Mabusch. Papas Wassermelone gehört nicht dir. Kleine Beach. Wenigstens bist du patient. Never mind. Die habe ich natürlich selbst gemacht, weil zur Zeit in einem Laden ein Angebot war für Burger Patties und da dachte ich mir so, ja, let's go, lass mal machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der war so gut. Der war der beste Burger, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Der vegetarisch war, der war so toll. Wir haben auch an dem Abend was von einem Sushi-Restaurant abgeholt, einem japanischen Restaurant, welches wir auf Too Good To Go gefunden haben, wo wir, also keine Werbung für Too Good To Go. Ich empfehle es halt nur Leuten, weil du halt theoretisch, also du rettest halt Lebensmittel vor dem Wegwerfen. Das ist halt ja eine gute Sache. Wir haben uns da zum Glück etabliert mit Sushi und Bäckerei und versuchen so einmal in der Woche uns definitiv Brötchen vom Bäcker zu holen und Brot. Und dann halt, je nachdem wie schnell die anderen sind, auch was vom Japaner. Und dieses Sushi war noch am nächsten Tag ganz gut, dass ich halt die Möglichkeit hatte, es mit in die Arbeit zu nehmen. Das war schon ganz geil. So am nächsten Tag in der Arbeit so ein Sushi zum Mittagessen, das war schon cool. Nach meiner Mampfattacke habe ich auch mich ein bisschen geschminkt, da mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht geschminkt bin. Es gibt keine Voraussetzungen in meinem Job, also ich muss nicht irgendwie spezifische Kleidung tragen oder spezifisches Make-up tragen, was sehr erleichternd und sehr entspannt ist, also, weil ich halt aufstehen kann und eigentlich etwas anziehen kann, was mir sehr entspricht, damit in die Arbeit gehen kann und es keine Richtlinien gibt. Ich habe mir sagen lassen, dass das polnisches Make-up ist. Wenn man nur die Augen macht und vielleicht mal die Augenbrauen. Danke, Internet. Ich habe mich auch gegen Ende der Woche entschieden, mein Piercing zu entfernen, was ich mir selbst gestochen habe. Also ich habe 2 gestochen und ich fand das obere nicht so geil, weil ich hatte 3. Also ich habe insgesamt 3 Helixe gehabt. Das ganz obere wurde schon vor 4 Jahren gestochen und das wollte ich eigentlich kaschieren. Ich wollte das eigentlich rausnehmen und mir 2 neue stechen lassen. Aber ich habe es dann wieder reingetan und gemerkt, dass das mittlere halt schief gestochen ist, weil ich natürlich erst mir selbst gestochen habe und nicht alles direkt sehe. Also weißt, du siehst halt nicht, wo du hinten rauskommst, wenn du nicht von hinten aufs Ohr gucken kannst. Dieses Loch sollte also man sieht es ja sehr perfekt. Das sollte sich in 6 Wochen insgesamt zuziehen. Aber der Knorpel wird halt gestochen bleiben. Aber ich fand es halt schief, deswegen musste es raus. Gerne, falls das jemandem auch passieren sollte, der sein Piercing nicht hübsch findet. Nach dem Rausnehmen gerne nochmal ganz normal pflegen, weil das ist ja immer noch eine offene Wunde. Am besten mit dem hübschen Spray oder halt einfach mit Desinfektionsmittel ohne Alkohol. An dem Abend gab es dann auch einen guten Burrata-Salat, also eigentlich nur
Salat mit Burrata-Käse. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich fand den Käse, also es ist einfach so Mozzarella mit so Innenleben drin, wenn man das so sagen darf. Es ist jedenfalls cool und es ist gut. Ja, war ein gutes Abendessen. Ich verbringe auch meine Sonntage damit, also wenn ich halt von Dienstag bis Samstag arbeite, verbringe ich auch meine Sonntage damit, ein bisschen zu streamen, Leute zu entertainen. In letzter Zeit ist es The Evil Within, was ein bisschen durchgenudelt wird von mir. Und ja, Mabas hat mir da Gesellschaft geleistet, hauptsächlich weil da ein leerer Teller auf meinem Tisch stand und er ihn eigentlich auslecken wollte. Aber es war schon süß, ja. Und das war die Woche von einem Piercer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. War, ja, ein bisschen informativ, ein bisschen veranschaulichend. Und auch so nebenbei zu sagen, hey, ich bin kein Bartender mehr, weil ich ja letztens vor 2 Monaten oder so einen Bartender-Vlog gemacht habe. Ich habe wieder meinen Job gewechselt und bin jetzt Piercer. So eine Cuteness gibt's nicht oft. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Guck mal. Aber so sieht eine Woche in meinem Leben aus. Eine ganz normale Woche. Ab und zu kann man noch Freunde besuchen. Aber eigentlich ist die eigentlich sehr cool. Ja, Mama. Ja. Oh yes, Queen. Oh yes, Mabushi. Oh ja. Ja. An dem Punkt würde ich mich auch schon verabschieden. Vielen lieben Dank, bis bald, bis demnächst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mich das auch gerne wissen. Du bist nasty. Machst du jetzt den Flug? Oh ja. Yes.